unsere Team Lounge, das ist der Ort, in dem wir im Prinzip die meiste Zeit mit verbringen und alles planen, konstruieren. Fasern, die werden einfach ganz lose sozusagen und unorientiert da reingestopft und dann mit Epoxidharz bestrichen. Das ist SG03. Ja, hier wird gerade die Zeit. Ja, ne? Moin Leute, Zils am Apparat. 1969 wurde die Technische Hochschule Lübeck gegründet. Über 5000 Menschen studieren aktuell in 35 verschiedenen Studiengängen. Und das Beste ist, seit 2018 kann man hier Rennautos bauen. So, und jetzt möchte ich euch das alles zeigen, wo und wie das Ganze hier geschieht, bei den Seagulls. Und da ich das aber nicht alleine machen kann, habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar habe ich die Lina mit dabei. Moin! Wir stehen jetzt hier schon gerade passenderweise. Man sieht es hier vor eurer Tür. Genau. Und dann schauen wir doch mal rein, wo ihr arbeitet und wie ihr arbeitet. Ja, dann komm mal mit. So, ich sehe schon. Hier, Team Lounge. Das verspricht sehr nach Seagulls Lübeck auszusehen. Genau, unsere Team Lounge, das ist der Ort, in dem wir im Prinzip die meiste Zeit mit verbringen und alles planen, konstruieren oder einfach ja, ein bisschen was fürs Studium machen, uns gegenseitig austauschen oder die Abende verbringen, je nachdem, was dann gerade so ansteht. Ja, sehr cool. Und ich sehe auch schon hier richtig schön eingerichtet, überall so diese Zielflaggenfähnchen mäßigen Dinger, die ganze Deko, man sieht's. Formel in Austria. Stimmt, da wart ihr auch schon gewesen. Genau. Da habe ich euch sogar auch schon zweimal gesehen. Einmal, ich glaube, bei eurem allerersten Rennen und dann bei 2019 bei eurem, ja, jetzt noch letzten Rennen, so, weil halt 21 habe ich gesehen. 19 war das erste Rennen und 21 war euer zweites Rennen. Und Genau. da habe ich euch beide mal tatsächlich schon gesehen. Genau, da waren wir auch dabei. Wunderbar. So, ihr habt jetzt hier einen ganzen Raum, Büro, wie auch immer. Was macht ihr denn hier drin alles so insgesamt? Ja, also generell ist das für uns immer ein guter Ort, um in jeder vorlesungsfreien Zeit irgendwie reinzukommen. Wir sehen hier gerade unsere Arbeitsplätze ganz schön. Da können wir immer fleißig konstruieren, arbeiten. Genau, und ansonsten hat jeder hier immer ein offenes Ohr für alle möglichen Fragen, egal ob es ums Studium geht oder um die verschiedenen Baugruppen und ums Konstruieren. Und dann findet man sich meistens hier am großen Tisch alle zusammen und dann kann man schön alles bereden, egal jetzt, ob es ums Auto geht, um Businessplan oder sonstiges. Da treffen wir uns immer hier am großen Tisch in großer Runde. Das Schöne ist, wir haben hier auch einen Beamer, das heißt mittlerweile können wir dann, wenn es online irgendwie stattfindet, ein Treffen, können wir das auch hier alles projizieren. Dann ist hinten noch unser Lautsprecher an, damit wir hier alle zusammenfinden, egal ob online oder offline. Wunderbar. So, aber so schön dieser Raum auch ist, hier wird kein Auto gebaut. Das heißt, im nächsten Schritt, wo baut ihr euer Auto? Genau, also hier wird nur konstruiert, unten wird das Auto gebaut. Da werden wir gleich auch mal hingehen. Das ist unsere Werkstatt, beziehungsweise die Werkstatt von der Uni, von der TH. Und da bauen wir dann letztendlich, ja. Und jetzt sind wir schon bei der Werkstatt. Auch da darf unser Logo natürlich nicht fehlen. So, wir sind jetzt hier an der Werkstatt angekommen. Da drüben sieht man es. Okay, ich fange nochmal an. Fotos vom Film. Kommt er da rausgewackelt. Ja, aber hey, es ist authentisch. Das ist authentisch. Vielleicht kommt es trotzdem ins Video rein. Schauen wir mal. Die Outtakes. Okay, also, wir sind jetzt hier an der Werkstatt angekommen. Hier sehen wir schon das erste Auto. Da sehen wir auch schon ein bisschen in die Werkstatt rein. Und ich habe jetzt mit mir den Johannes. Du bist schon ein bisschen länger dabei, ne? Ich bin schon relativ lang dabei, seit Teamgründung tatsächlich. Und genau, wir haben jetzt hier SG02, unseren zweiten Rennwagen.
Den haben wir ja, über 2020 und 2021 quasi gebaut, also das Corona-Jahr. Und damit waren wir in Österreich und in Deutschland auf den Events und ja, waren sehr erfolgreich tatsächlich. Dafür, dass wir ja doch ein sehr junges Team sind. Ich glaube in Deutschland aktuell noch das jüngste. Und genau. Ja, ja, nice. Ja, stimmt, erfolgreich. Ich war 2021 auch in Österreich dabei gewesen. Genau, da hatten wir Und sogar schon mal ein Video gemacht. genau, mit dem lieben Tom. Der ist heute leider nicht da. Aber schöne Grüße, wenn du das siehst. Und genau, ich hatte da also euren Erfolg auch schon mitbeobachten dürfen. Und zwar, dass ihr 2019, 21, genau, bei eurem letzten Rennen, da war ich auch mit dabei gewesen. Und bei der Siegerehrung habe ich dann euch freudigerweise auch auf dem Podium sehen können. Ey, Ja. das war richtig cool. Da habe ich mich mega für euch gefreut. Wir haben tatsächlich den 2. Platz im Cost Report gemacht in Österreich und haben damit schon einen Pokal geholt. Und da sind wir extrem stolz drauf. Da haben unsere Jungs ganze Arbeit geleistet. Und das Auto hat in Österreich fast alles an dynamischen Disziplinen geschafft. Im Endurance hat es leider nur knapp über die Hälfte geschafft. Aber in Deutschland haben wir dafür alles fahren können. Nach einem hektischen Motortausch nochmal mitten direkt vor den Disziplinen. Den muss man nochmal schnell aus Lübeck runterfahren nach Hockenheim. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber wir haben es geschafft und er hat alle Sachen geschafft. Ja, ey, mega nice. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal kurz in die Werkstatt rein, weil da habt ihr nämlich auch noch euren Pokal stehen. Ja, Da ist das gute Stück. das ist unser Pokal. Vor allem Cost Report einfach, oder überhaupt einfach schon mal Pokal im zweiten Rennen überhaupt zu gewinnen. Als so junges Team, ey, das ist mega. Das ist Ja. wirklich krass. Also, wie gesagt, unser Team hat da ganze Arbeit geleistet. Wir sind da super stolz auf die Jungs, die sich da voll reingehängt haben, vor allem für den Cost Report. Aber an sich, ja, läuft das. Sehr gut. Sehr gut. So, aber jetzt stehen wir hier in eurer Werkstatt. Was habt ihr denn hier alles? Was macht ihr denn hier alles? Genau, also das ist nicht alles unsere Werkstatt, aber wir haben die so ein bisschen eingenommen. Hier dürfen theoretisch auch die anderen Studierenden der Hochschule arbeiten, aber wir haben hier jetzt relativ viel, weil wir halt auch eigentlich die Hauptpersonen sind, die hier arbeiten. Und genau, Werkbank und ansonsten ist das jetzt nicht super groß. Wir haben so ein paar Maschinen, wir haben 2 Drehmaschinen, wir haben Fräsmaschine, eine kleinere Fräsmaschine, bisschen was zum Bohren und dann ja, so ein bisschen Lager. Und tatsächlich haben wir das allererste Auto, steht da oben im Regal drin und ist eine relativ gute Aufbewahrungsmöglichkeit, weil da können wir es relativ leicht rausheben mit dem Stapler und dann können wir damit weiter auch auf der Testfläche kleine Probefahrten machen und neue Leute reinsetzen und so ein bisschen die Unterschiede mal austesten, weil fahren tun sie alle noch, unsere Autos. Sehr geil. Also wir wollen die, so wenn es geht, alle fahrtüchtig halten. Ich meine, klar, immer mal muss man ein bisschen was hinterher reparieren, aber an sich wollen wir die alle fahrbereit halten, deswegen wollen wir die halt auch zugänglich haben. Und da der Bodenplatz nun mal ein bisschen begrenzt ist hier und wir noch nicht so wirklich Ausstellungsfläche haben für Fahrzeuge, müssen sie halt irgendwie aktuell noch in der Werkstatt stehen. Das macht die Sache ein bisschen eng, aber wir versuchen da unser Bestes, dass wir da neue Ausstellungsflächen kriegen. Ist nicht so ganz so leicht an der Hochschule leider. Ja, ja. Ihr seid auch noch sehr junges Team und Das muss sich erstmal noch alles etablieren. Wir haben schon durchaus Fortschritte gemacht, was Kooperation mit der Hochschule angeht, aber das ist hier noch halt alles sehr jungfräulich. ja, ja, ja. Du musst mal ein bisschen Geduld mitbringen, das ist dann leider so. Ja. Aber ich finde es mega stark, ey, dass euer Auto einfach noch immer fährt. Also dass ihr halt auch so diese Schiene fahrt, halt alle Autos so weit wie möglich fahrbereit zu Ja. haben. Das ist wirklich cool. Also da kannst du ja richtig viel machen. Nee, das würde uns, glaube ich, zu sehr wehtun, wenn wir irgendwie das erste Auto oder auch das zweite jetzt wieder auseinanderbauen müssten. Ich meine, so viele Teile könnten wir jetzt nicht wirklich benutzen, weil doch halt immer eigentlich alles relativ neu entwickelt wird oder halt weiter verbessert. Aber nee, wir wollen sie fahrbereit halten, so gut es geht. Das ist SG03. Ja, hier wird gerade wird die Verkleidung quasi abgeformt. Wir haben hier eine Positivform auf dem Rahmen gemacht und das hier ist die Negativform dazu. Und da rein soll jetzt GFK laminiert werden.
damit wir dann eine schön leichte Verkleidung haben. Da sparen wir dann auch nochmal Gewicht zum letzten Jahr. Und schön dünn, schön stabil wird das hier gerade abgeformt. Und ansonsten muss das Auto weiter zusammengebaut werden. Ja. Es ist noch nicht so weit, wie es sein könnte, leider. Aber wir haben einen strikten Zeitplan, müssen da durch. Das heißt, so ein bisschen später arbeiten, nachts arbeiten, bleibt nicht aus. Ja. Aber deswegen machen Aber im wir es ja Nachhinein, auch. wenn man sein erstes Auto gebaut hat, dann ist das schon, da Das weiß man, ist- was man gemacht hat und das ist richtig geil. Das ist ein starker Erfolg, immer wenn man den weiteren Meilenstein erreicht. Nächster Meilenstein ist Rollout, wo wir das Auto das erste Mal vorstellen, den Sponsoren und der Hochschule und allen Angehörigen so. Ist noch ein bisschen hin, aber dann soll er das erste Mal schick sein, mit Flügeln und allem. Ja, gucken wir mal. Sehr schön. Ich habe jetzt neulich bei euch auf Instagram gesehen, dass ihr in der Story was zum Thema Forged Carbon gemacht habt. Finde ich ein mega spannendes Thema und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, wie ihr das gemacht habt und wie man überhaupt zu so einem Produkt dann kommt. Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Fertigungsmethode. Das Ganze haben wir nämlich verhältnismäßig kostengünstig bewerkstelligen können, indem wir die Negativform dafür 3D gedruckt haben und damit relativ hohem Infill. Und jeder, der sich mit 3D-Druck so ein bisschen auskennt, weiß auch, dass es verhältnismäßig teuer ist. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Formen, die man sonst gießen müsste, ist es dann doch relativ wirtschaftlich. Also man kann hier für so 400 Gramm Filament rechnen, für die dickere Gehäusehälfte und hier nochmal so 200 und dann landet man irgendwo bei 15 Euro oder 16 Euro, je nachdem wie teuer das Filament ist. Fail. So. Okay. Die hat aber sowieso ausgedient. Nach der dritten Iteration sieht die Form dann irgendwann relativ verbogen aus. Das kann man hier auch sehen. Also zum Beispiel hier gerade diese Stufe ist eigentlich gerade. Naja, genau. Und hier kann man auch sehr schön sehen, das ist jetzt noch komplett die unbearbeitete Struktur. Die Carbonfasern, die werden einfach ganz lose sozusagen und unorientiert da reingestopft und dann mit Epoxidharz bestrichen, bis das eine gesättigte Menge, eine gesättigte Masse ergibt und dann wird das unter hohem Druck in eine Schraubzwinge gelegt und dann einfach 8 Stunden lang in Ruhe gelassen. Und am Ende kommt dann idealerweise ein verhältnismäßig homogenes Bauteil raus. Hier haben wir halt überall noch so kleine Stellen, wo sich Bläschen gebildet haben, wo wir beim Stopfen vielleicht noch nicht das optimale Mischungsverhältnis erreicht haben, aber fürs Erste sind die relativ gut. Die können wir auch noch nachbearbeiten. Wir haben auch das Bauteil etwas dicker gebaut, als es am Ende sein muss, damit wir eben noch ein bisschen was runterarbeiten können. Aber Und jetzt die Frage, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, Forged Carbon was zu machen? ja, also die Idee mit dem Carbon, die kam relativ einfach. Wir wollten halt unbedingt Gewicht sparen und Carbon ist halt ein super Material dafür, um einfach bei gleicher Stabilität ein bisschen leichter zu werden. Die Inspiration mit dem Forged Carbon selber, die kam tatsächlich von einem YouTube-Video, so ein Tutorial von Carbon Composites, glaube ich. Die vertreiben auch so einen Bausatz dafür, das ist total einfach, total billig. Und wenn man es richtig macht, dann sieht es am Ende extrem gut aus und ist auch sehr stabil. Und da haben wir gedacht, jo, das ist eigentlich eine Fertigungsmethode, die sich anbietet für ein Teil, was vor allem leicht sein muss und nicht extrem viele funktionale Kräfte aufnehmen muss am Ende. Naja. Und hier haben wir dann noch einen anderen Versuch gemacht, und zwar haben wir hier geguckt, ob wir auch mit nur 10% Infill drucken können und den Rest mit Harz ausgießen. Die Idee dahinter war, dass man damit wenigstens ein bisschen Zeit spart, weil so ein großer Druck mit 80 bis 90% Infill, der dauert dann halt auch seine 3 Tage. Und die Zeit hatten wir eigentlich nicht so über dafür. Deswegen haben wir das ausgegossen, aber mit so wenig Infill ist dann das Epoxy doch ein bisschen zu spröde geworden und einfach gebrochen. Und dadurch ist die Form dann am Ende auch nicht so ganz so hübsch geworden, leider. Ah, aber cool. Also, dass ihr das jetzt Ganze ausprobiert, ich meine, klar, ihr seid noch ein junges Team, das heißt, ihr müsst erst die Erfahrung aufbauen und ich meine, wenn man nicht anfängt, dann wird man auch nie weiterkommen. Nee, ganz genau, so sehen wir das auch. Also es ist wenigstens Lehrgeld. Jeder Fehlversuch hat andere
Gründe und wir versuchen alles zu dokumentieren mit Fotos, wir schreiben uns da unseren Kram für auf. Auch, dass die nächsten Generationen des Teams einfach nicht alle Fehler machen müssen, die wir auch gemacht haben. Also ein paar Fehler, die muss man einfach machen, das gehört auch ein bisschen dazu in meinen Augen, solange das alles in einer kontrollierten Umgebung passiert, aber so teure Fehler müssen nicht so oft sein. Ja, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall auch ganz gut mit dem, dass ihr euer Zeug aufbereitet, dass dann die nächsten Generationen dann alle halt Bescheid wissen, wie der Hase läuft und wie man das dann alles macht. Weil letzten Endes kommt dadurch auch bei den meisten Teams der größere Erfolg auch zustande, weil sie eben diesen Wissenstransfer haben. Ganz genau. Ich denke auch, also hier lernt man fürs Leben und hier kann ich auch so meinen inneren Tüftler richtig rauslassen, weil hier spiele ich nicht wie zu Hause mit Dingen, die sich ein Privatmann leisten kann, sondern man hat ja auch einfach die großen Maschinen und auch einfach den Platz, um wirklich Großes zu machen. Und das ist einfach sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, Amen dazu. Also das ist wirklich mega interessant und danke auch dir dafür, dass du das alles jetzt erklärt hast, wie das funktioniert. Weil, wie gesagt, letzten Endes, das ist einfach echt mega spannend und einfach so Form zu machen. Wie du sagst, einfach der innere Tüftler, man hat einfach Bock, mal so Sachen zu machen. Und ich finde, dafür ist halt Formula Student auch einfach mega gut. Also von daher nochmal großen Dank dir, dass du das nochmal gezeigt hast. Und genau. Und damit würde ich sagen, geht's weiter zum nächsten Thema. So, also für die sich jetzt gefragt haben, wie funktioniert denn eigentlich so eine Saison bei den Seagulls? Meinetwegen, du studierst hier und möchtest da gerne mitmachen. Wann ist denn eigentlich so der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Am besten ist es immer Anfang des Wintersemesters, wo dann die ganzen Erstis neu an die Technische Hochschule kommen. Da werden wir auch fleißig von den Professoren unterstützt. Die sagen dann immer, wir können da in die Vorlesungen kommen. Wir haben einen Tag, wo sich die Fachschaften vorstellen und alle anderen Hochschulorganisationen. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Hochschulchor, Campus Open Air und Hochschulgaming. Da stellen wir uns auch immer fleißig vor. Und stellen natürlich unsere beiden Autos, die ihr schon gesehen habt, vor den Audi Max, wo das dann immer stattfindet. Das ist natürlich immer ein Riesenaufhänger, wo sich alle hinstellen und erstmal gucken. Na, da gewinnen wir so die meisten Erstis. Das ist so der perfekte Einstieg. So, und was sind dann so die großen Meilensteine oder was passiert dann so wann eigentlich im Jahr? Im November haben wir dann immer Design Review, also wenn wir die ganzen neuen Erstis angekommen sind und Teamzusammenfindung gestartet oder begonnen hat, dann beginnen wir mit dem Auto konstruieren. Das machen wir so bis November, Dezember ungefähr. Dann laden wir alle Alumnis ein und Professoren von der Hochschule, die dürfen dann einmal über unsere Konstruktion rüber gucken. Alumnis haben wir leider noch nicht so viele, aber das wird von jedem Jahr mehr. Nächstes großes Event ist dann der Quiztag im Januar, wo es dann wirklich um die Wurst geht, ob sich das lohnt, ob wir unser Auto bauen können oder ob wir es auch einfach sein lassen können. So, da haben wir persönlich, oder haben wir die Jahre mal sehr gut abgeschnitten. Also wir haben es zum Beispiel dieses Jahr geschafft, uns für FSN, FSA und FSG zu qualifizieren und auch schon die letzten Jahre haben wir FSG und FSA geschafft. Das ist immer ganz cool. Ein Riesentag. Letzten Jahre leider immer online wegen Corona. Aber sonst sitzen wir alle gemeinsam in einem großen Raum, schmeißen die Quizzes auf den Beamer auf eine große Leinwand, lassen Pizza kommen und machen ein kleines Team-Event draus. Das nächste große Event ist dann das Rollout. Das findet im Mai statt. Genau, da stellen wir dann der Öffentlichkeit unser Auto vor, wie wir das dann bisher gebaut haben, damit die Sponsoren auch sehen, was sie so finanzieren, was sie sponsoren. Cool. Logischerweise. Da werden dann auch Profs und Offizielle der Hochschule eingeladen, damit die auch sehen, was wir hier eigentlich so tun, was für eine coole Sache das eigentlich ist. Ja, und dann das große Highlight am Ende des Jahres sind die Events im Juli und August, wo wir alle immer heiß drauf hinfiebern, was so die absolute Belohnung ist für all die harte Arbeit, die wir über das Jahr leisten. Wo man dann die anderen Teams sieht, sich mit den anderen Teams richtig gut austauschen kann, gucken kann, was sie so konstruieren. Man sieht das, was man monatelang in der Werkstatt hinterdacht hat, gefertigt hat, konstruiert hat, wo man Nächte wirklich abgekotzt hat, weil nichts funktioniert hat, wie man das möchte. Und dann sieht man das gefertigt, zusammengebaut und im besten Fall fahrend auf dem Track und dann auch erfolgreich. Das ist schlecht zu beschreiben, das Gefühl, das ist einfach geil. Ja, das trifft's. Also ich kann es auch genauso beschreiben, ja. Genau. Das ist so der grobe Ablauf von unserer Saison. Sehr cool. Ja, dann
Nee, vielleicht noch eine Frage. Wenn man hier mitmacht, wie viel Zeit muss man denn investieren? Kommt drauf an, wie viel Zeit man investieren möchte und kann. Also ist jetzt nicht so, dass man hingehen sagen kann, ich bin hier mal ein bisschen, wenn ich Lust und Zeit habe. Also es kann viel Zeit fressen, das ist keine Frage. Aber wenn man clever ist und sich seine Aufgaben so hinlegt und sagt, mehr kann ich hier nicht leisten, dann ist das vollkommen okay. Wichtig ist bloß, dass man wirklich Bock hat, mitzumachen, ein bisschen Leidenschaft mitbringt, ein bisschen Herzblut, weil das braucht das Team auf jeden Fall. Und dann kann man sich gerne bei uns melden. Wir nehmen jeden Studiengang an der TH. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu Also wissen. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich überlege mir, ich will mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so der Leistungsbolzen bin und ob ich wirklich alles zur richtigen Zeit hinkriege. Kann man dann trotzdem einfach mitmachen? Also, wenn ihr Erstis seid, wenn ihr im 3. Semester seid, im 2., das ist komplett egal. Hier hat keiner von Anfang an Ahnung gehabt, wie man einen Rennwagen baut. Wir sind ein super junges Team. Wir bauen jetzt gerade unseren 3. Rennwagen. Das ist noch fernab von hoher Professionalität. Wir sind alle noch dabei, das selber zu lernen und uns einen großen Wissensschatz für die Zukunft anzuarbeiten. Also selbst wenn man denkt, ob ich das hinkriege, das kriegt man hin. Man braucht nur Leidenschaft dafür, ein bisschen Herzblut. Wunderbar. Und ich meine vor allem auch die meisten Sachen, ihr habt schon 2 Rennautos gebaut, das heißt, die existieren schon mal irgendwo im CAD. Genau. Das heißt, ein Failsafe gibt es dann auf jeden Fall. Es gibt immer ein Failsafe, genau. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank dir, Erik, für deine Zeit. Gerne. Perfekt. Gar nicht unangenehm. Ich geh mich vergraben. Nein. Ich gehe mich einfach verbuddeln. Aua, mein Bauch. Das war das Schmerzhafteste, was ich gesehen habe in letzter Zeit. Unangenehmer Moment. Wahnsinnig unangenehmer Moment. Und er ist auf Kamera. Der bleibt auch. So, nochmal alles Alles gut. Alles gut. Das wird aber gefotoshoppt. Ich mache einfach einen schwarzen Balken drüber, da sieht man nicht, was passiert. Perfekt. Oh nein. Oh, herrlich, herrlich. Oh Gott. Okay, also ich würde sagen, haben wir das ein gutes Ende gefunden. Ja, das ist ein richtig gutes Ende. Ach du Scheiße, jo Mann.